Mein Name ist Lisa und ich studiere Elektrotechnik. Und ich bin Clemens und studiere Informatik. Und heute wollen wir euch am Campus der TU Graz herumführen. Und euch unsere auserwählten Lieblingsplätze zeigen. Davon gibt es nämlich einige. Einer meiner Lieblingsplätze ist dieser kleine Park hier, südlich des alten Technikgebäudes. Echt ein Geheimtipp und super nah zur aufregenden Innenstadt. Die Technische Universität Graz wurde 1811 von Erzherzog Johann gegründet. Das Hauptgebäude, auch die Alte Technik genannt, wurde 1888 eröffnet, damals in Anwesenheit von Kaiser Franz Joseph persönlich. Architektur, Bauingenieurswesen und Geowissenschaften sind auch die Schwerpunkte in diesen Gebäuden hier. Wir sind jetzt in einem der vielen Zeichensäle der TU Graz. Die Zeichensäle werden von ihren Mitgliedern, den Studierenden, selbst verwaltet. Sie bieten Gelegenheit für kreative Zusammenarbeit, gemeinsames Lernen und auch für das eine oder andere soziale Event. Hier bilden sich nicht selten Freundschaften fürs Leben. Hier sitzen wir im Kork, in unserem kleinen Lieblingspark. Hier kann man sich guten Kaffeenachschub holen und abends mit seinen StudienkollegInnen abhängen. Hier finden auch regelmäßig Konzerte und andere Programmaktivitäten statt. Besonders vergesst nicht, hier rund um die alte und neue Technik euch umzusehen. Ihr findet alles Mögliche von Museen, Kinos, Cafés, Restaurants und Pubs. Sowas darf beim Studieren natürlich nicht zu kurz kommen. Wolltest du nicht deine Bücher zurück in die Bibliothek bringen? Du hast voll recht und das ist eigentlich gleich ein super Anlass, um euch meine Lieblingsbibliothek zu zeigen. Neben der Hauptbibliothek in der Technikerstraße gibt es zudem die Fachbibliothek Navi in der Stremayergasse am Campus Neue Technik und die Fachbibliothek Innfeld am Campus Innfeldgasse. Hier in der Hauptbibliothek gibt es nicht nur den Verlag der TU Graz, sondern auch über 700.000 Bücher und Fachzeitschriften. Außerdem hilfreich ist auch der YouTube-Channel der Bibliothek. Da findet man nicht nur Tipps und Tricks zur Bib-Nutzung, sondern auch alles rund ums Publizieren. Der Campus der Neuen Technik ist nur 7 Gehminuten vom Campus Alte Technik entfernt. Ich bin echt gern hier. Das Biomedical Engineering Gebäude ist einer meiner absoluten Lieblingsplätze. Hier kann man so viel entdecken. Hier finden sich vor allem die Studien Physik, Chemie, Molekularbiologie, Umweltsystemwissenschaften, Mathematik, Geodäsie, Maschinenbau und Biomedical Engineering. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Wettrennen. Drohne gegen Lift. Schauen wir mal, wer gewinnt. Hey, wir haben gewonnen! Voll cool! Hey, habt ihr einen Hunger? Dann solltet ihr euch auf jeden Fall die Rooftop Mensa im Biomedical Engineering Gebäude nicht entgehen lassen. Da gibt es nicht nur super abwechslungsreiche Menüs zu günstigen Preisen, sondern auch einen wunderschönen Ausblick über die Dächer von Graz. Ja gut, ich glaube, wir haben gut gegessen, ein bisschen ausgeruht und jetzt schauen wir uns eine Labore von innen an, oder? Perfekt. Ein Gebäude an der Neuen Technik dürfen wir nicht vergessen. Dort werdet ihr in Zukunft vielleicht in den Laboren zu tun haben. Das Institut für Umweltbiotechnologie beschäftigt sich in erster Linie mit der Untersuchung von Mikroorganismen, die großen Einfluss auf die Gesundheit von Menschen und Pflanzen haben. Hier wird erforscht, wie man mit Hilfe von Mikroorganismen klimaneutrale und umweltfreundliche Landwirtschaft betreiben kann. Wir befinden uns hier im größten Hörsaal der TU Graz, den fast alle der rund 13.000 Studierenden kennen. Und bald vielleicht auch du. Der Hörsaal P1. Er bietet fast 500 Sitzplätze. Hier drin zu sitzen ist ganz schön beeindruckend.
Graz ist voll die Fahrradstadt. Also ein Radl ist sicher das Beste, was man da besitzen kann. Ich würde vorschlagen, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Campus Innfeldgasse. Das sind mit dem Fahrrad ungefähr 5 bis 8 Minuten, je nachdem, wie schnell man fährt. Wenn man es nicht ganz so eilig hat, kann man natürlich auch mit den Öffis fahren. Ich würde sagen, wer als letztes da ist, zahlt einen Kaffee, oder? Hey, warte, so war das nicht abgemacht. Hast du mir etwa die Luft rausgelassen? Auf diesem Campus halten sich neben den Studierenden der Bereiche Informatik, Software Engineering and Management und Information and Computer Engineering auch die Bereiche der Verfahrenstechnik, Digital Engineering, Elektrotechnik, Elektrotechnik-Toningenieur und zum Teil auch Maschinenbau und Bauingenieurswissenschaften auf. Hier finde ich alles, was mein Herz begehrt. Vor allem in diesem Gebäude, dem Studienzentrum. Das Studienzentrum beherbergt im Erdgeschoss die Mensa, die Bibliothek und den Coffeeshop. Dankeschön. Der Lernraum im 3. Stock wurde von der Hochschülerinnenschaft gesponsert. Hier haben Studierende reichlich Platz zum Lernen und um gemeinsam an Gruppenprojekten zu arbeiten. Wir haben uns ja heute schon ein Labor an der neuen Technik angeschaut. Ich würde sagen, wir schauen jetzt ganz kurz noch hier bei der Informatik vorbei. Da gibt es das Robotiklabor. Dort werden Roboter nicht nur gebaut, sondern dann auch programmiert und natürlich ausprobiert. Das ist ganz cool anzuschauen. Das Labor ist der Stützpunkt für Forschung und Lehre im Bereich Robotik am Institut für Softwaretechnologie. Im Labor werden autonome, intelligente Roboter für verschiedene Anwendungen wie Transportaufgaben, flexible Fertigung oder Unterstützung von Einsatzkräften entwickelt. Der Campus Innfeldgasse ist der neueste von den 3 in der TU Graz. Die ersten Gebäude wurden in den 1970ern gebaut und wie man sieht, wächst der Campus weiter und weiter. Wir können ja nicht schon wieder zeigen, dass wir immer nur essen. Hä, ich finde, das Essen gehört zum Studieren voll dazu. Genauso wie Lernen oder Serien schauen. Haben wir jetzt eigentlich alles hergezeigt? Na, nicht ganz. Aber es gibt nur so viel zu entdecken. Es ist schwer, da alles in so kurzer Zeit herzuzeigen. Aber eine Sache, die gibt's, die wollen wir euch auf jeden Fall noch zeigen. Genau. Wir müssen nochmal dorthin, wo wir angefangen haben und was ganz Besonderes anschauen. Hier endet nun unsere Campus-Tour in der ehrwürdigen Aula der Alten Technik. Und hier endet für viele Studierende der TU Graz auch die Reise ihres Studiums. Denn hier finden nicht nur viele Veranstaltungen das ganze Jahr über statt, sondern natürlich auch die Spensionsfeiern. Ja, wir hoffen, euch hat unsere Tour durch die TU Graz gefallen. Vielleicht sieht man sich einmal hier und dort. Gerne könnt ihr uns jederzeit ansprechen. Oder uns auf einen Kaffee einladen. Macht es gut, es hat uns gefreut und wir wünschen euch viel Spaß am Campus. Macht's gut. Tschüss.